Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir Dateien auf unserem Webserver hochladen, wie wir unser Programm, also SafeChat, mit der Datenbank verbinden, der SQL-Datenbank. Und ja, das Ganze kannst du anwenden, wenn du SafeChat verwendest oder auch als normaler Nutzer. Also wenn du mal einfach ein Programm hast, das du mit einer Datenbank verbinden willst, wenn du wissen willst, wie du Daten hochlädst auf einen Webserver. Ist also für beide Sachen gedacht. Wir sind jetzt hier im Modul 3 und wenn du davor das noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir raten, Modul 1 und 2 anzuschauen, damit du hier einfach weitermachen kannst, wo ich jetzt gerade bin. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Gut, wir sind jetzt hier im cPanel, das kennen wir ja schon von unserem anderen Teilen und ich rate dir jetzt erstmal hier in den File Manager reinzuschauen. Hier haben wir alle Dateien, bei mir ist es jetzt hier extrem voll, aber bei dir dürfte hier nicht so viel sein. Genau, jetzt suchst du hier an der Seite den Ordner Public HTML. Hier gehst du rein und bei dir dürfte hier alles leer sein oder nur ein paar Dateien. Ich werde jetzt hier einen Unterordner erstellen und den nenne ich SafeChat. Das musst du nicht machen, du kannst alles, was ich in dem Ordner SafeChat hier mache, direkt in dem Ordner Public HTML machen. Genau, das war es jetzt hier schon. Jetzt müssen wir die Dateien runterladen und die sind ja Open Source von SafeChat und deswegen gehen wir jetzt hier auf GitHub, auf SafeChat, Link kommt in die Beschreibung und klicken jetzt hier Code Download. Das ist eben SafeChat, das Programm, und es wird jetzt hier gespeichert. Dann laden wir das hier runter, erstellen einen neuen Ordner zum Beispiel, damit es übersichtlicher wird. Hier ist schon ein Ordner, passt. Jetzt ziehen wir einfach den Ordner hier raus und haben alle unsere Dateien auf dem Desktop, die zu SafeChat gehören. Das öffnen wir. Ich hoffe, man sieht es. Ja, man sieht. Und jetzt müssen wir unsere Datenbank-Konfiguration einstellen. Gut, das machen wir mit Editor zum Beispiel, ist egal. Und überall, wo jetzt bla 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 steht, das müssen wir anpassen. Ich habe ja hier noch unsere ganzen alten Daten, zum Beispiel den Usernamen, den tun wir jetzt hier rüber kopieren, ersetzen es durch bla bla bla, SafeChat, den Datenbankname ist ja derselbe, hier auch, und das Passwort habe ich Please don't hack me gemacht. Genau. Dann speichern wir das Ganze mit STRG S oder hier Datei speichern. Und das war es jetzt hier schon. Jetzt können wir die Daten einfach hochladen auf unserem Webserver. Und dafür gehen wir wieder auf unsere Webpage und klicken hier auf Upload. Jetzt können wir hier auf Select File klicken. Wir gehen jetzt hier auf Desktop, auf SafeChat Main und markieren hier einfach alle. Steuerung halten. Okay, man kann nicht alle markieren, das heißt, wir müssen es einzeln machen. Gut, dann laden wir erstmal die Index.html hoch. Dann die Chat. Ist egal, die Reihenfolge ist egal. Auf jeden Fall ist wichtig, dass wir alle hochladen. Die README müssen wir nicht hochladen, aber machen wir einfach auch mal, falls irgendjemand das interessiert. Dann einfach alle nacheinander hochladen. Und genau. Dann, wenn wir alle hochgeladen sind, überprüfen wir nochmal die Anzahl der Dateien. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Und wir können jetzt auch nochmal in den Ordner reinschauen. Hier einmal Reload klicken und wir sehen, hier sind alle Dateien da. Jetzt gehen wir auf unsere Domain. Bei mir ist es eben Huber-Louis. Ich weiß nicht, wie ihr euch die damals ausgesucht habt. Ihr könnt jetzt einfach Enter klicken, aber ich habe ja nochmal den Unterordner SafeChat verwendet und deswegen muss ich in den Unterordner SafeChat gehen. Und hier nochmal Index
Ja, index.html. Ja, natürlich sollte man das auch richtig schreiben. Das wäre vom Vorteil. Hier. Und jetzt könnten wir auch, glaube ich, das Index hier weglassen. Genau. Hier müsste eigentlich nur die Domain, also ihr könnt euch dieses SafeChat hier sparen. Genau, dann sind wir auch schon hier, können es testen und wir geben jetzt einfach mal als Name LH ein und als Room Year. Und wir sehen, Chatroom wurde erstellt und wir können jetzt hier auch chatten. Hi, was geht? Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Du bist jetzt Besitzer deines eigenen SafeChat-Panels und kannst jetzt mit anderen Leuten chatten. Und ich zeige dir jetzt auch nochmal das Feature, was extrem wichtig ist bei SafeChat. Wir gehen jetzt hier nochmal auf die Datenbank, phpMyAdmin. Und wir schauen jetzt hier in die Datenbank rein und wir sehen jetzt hier, Yay ist da und wir sehen unsere Nachricht. Hier kannst du immer überprüfen, ob die Nachrichten wirklich gelöscht wurden oder auch nicht. Wie gesagt, das kannst du bei WhatsApp oder Facebook eben nicht machen. Und jetzt löschen wir das Ganze mal, damit du auch sicher weißt, dass du die Kontrolle über deinen Chat und deine Daten hast. Also wir klicken jetzt hier auf den Mülleimer und wir sehen, wurde hier alles gelöscht. Und wir schauen jetzt hier nochmal, einmal aktualisieren. Wie machen wir das am schlausten? Genau hier. Und wir sehen jetzt hier, okay, es gibt ein paar Probleme. Wir sehen jetzt hier, es ist keine Message mehr drin. Und ja, es gibt eben keine Nachrichten mehr jetzt hier drin. Der ganze Chat wurde einfach gelöscht. Du kannst dir sicher sein, dass deine Daten jetzt weg sind, falls du mal hier irgendwas Heikles geschrieben hast oder so. Wenn wir jetzt wieder was reinschreiben, können wir natürlich wieder was reinschreiben, dann wird es wieder in der Datenbank gespeichert. Genau. So funktioniert SafeChat. Jetzt hast du einen kompletten Überblick. Ich hoffe, es war verständlich. Wenn es irgendwo Probleme gab, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich helfe dir gerne dabei, dir das Projekt, bei dem Projekt dir zu helfen. Wenn du an SafeChat mitarbeiten willst, komm in die Discord-Community, schreib mich persönlich an, schreib in den Chat. Ich freue mich immer über neue Programmierer, was auch immer. Wenn du irgendwelche Ideen hast, sind auch gerne willkommen. Ansonsten war es hier schon von dem Thema SafeChat. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Kannst es auch gerne deinen Freunden sagen. Es ist immer cool, wenn hier so ein Projekt Reichweite bekommt. Vor allem wollen wir ja auch mal ein bisschen zeigen, WhatsApp, wie man sowas richtig macht zum Beispiel. Genau. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Pass auf deine Daten auf, bleib sicher, be part of IT und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.